Bowflex. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das IC-Bike SE/SEI zusammenbauen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung gründlich durch, da sie wichtige Sicherheitshinweise und Montagetipps enthält. Bitte beachten Sie, dass für einige Schritte möglicherweise 2 Personen. Wählen Sie zunächst einen Bereich aus, in dem Sie Ihre Maschine aufstellen und betreiben möchten. Für einen sicheren Betrieb muss die Maschine auf einer harten, ebenen Fläche aufgestellt werden. Bitte berücksichtigen Sie eine Mindestarbeitsfläche von 79 x 47 Zoll. Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen genutzte Trainingsraum ausreichend Höhenfreiheit hat und berücksichtigen Sie dabei die Körpergröße des Benutzers. Eine vollständige Teileliste finden Sie in der Montageanleitung. Ein Aufkleber für rechts R und links L wurde auf die Teile aufgebracht, um den Zusammenbau zu erleichtern. Ausgewählte Teile der Hardware wurden möglicherweise als Ersatzteile bereitgestellt. Beachten Sie, dass nach der ordnungsgemäßen Montage Ihrer Maschine möglicherweise noch Hardware vorhanden ist. Die folgenden Werkzeuge sind in Ihrer Baugruppe enthalten. Eine Schere oder ein Kartonschneider wird empfohlen. Auspacken des Bowflex IC-Bike SE/SEI. Dieses Verfahren kann 2 Personen erfordern. Beginnen Sie mit dem Schneiden und Entfernen der Packgurte, falls vorhanden. Als nächstes legen Sie den Karton flach auf den Boden, wo Sie die Maschine zusammenbauen möchten. Um den Karton zu öffnen, schneiden Sie das Klebeband mit einem Universalmesser oder einer Schere entlang der unteren Kartonlaschen. Klappen Sie die Kartonklappen auf. Kippen Sie den Boden des Kartons nach oben und klappen Sie die untere Klappe unter den Karton, um sicherzustellen, dass die Öffnung frei ist. Wenn sich zwischen der Öffnung und dem Boden der Hauptbaugruppe Teile befinden, entfernen Sie diese und legen Sie sie sicher beiseite. Drehen Sie den Karton mit etwas Hilfe aufrecht, sodass die untere Öffnung auf den Boden liegt. Schieben Sie den Karton vorsichtig nach oben und heben Sie ihn von der Maschine ab. Achten Sie auf lose Teile, die herunterfallen könnten, und legen Sie diese sicher beiseite. Legen Sie den Karton sicher beiseite. Entfernen Sie anschließend vorsichtig das Verpackungsmaterial sowie die Teile, Hardwarekarten und Dokumente, die um die Hauptbaugruppe herum verpackt sind. Warten Sie bis zum Montageschritt 1, um die Blöcke, die mit einem Reißverschluss in den Stabilisatorhalterungen befestigt sind, gemäß den Anweisungen zu entfernen. Stellen Sie die Hauptbaugruppe aufrecht auf den Boden und überprüfen Sie das Verpackungsmaterial auf versteckte Teile. Überprüfen Sie die Maschine auf durch die Lieferung beschädigte Teile. Wenn Sie einen Schaden feststellen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn Sie sich in den USA oder Kanada befinden, oder bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler, wenn Sie sich außerhalb der USA und Kanadas befinden. Schritt 1a. Bitte beachten Sie, dass einige Komponenten der Maschine schwer oder unhandlich sein können. Beauftragen Sie beim Zusammenbau dieser Teile eine zweite Person. Führen Sie keine Schritte aus, die schweres Heben oder umständliche Bewegungen erfordern. Entfernen Sie zunächst das Verpackungsmaterial, P1, von der vorderen Stabilisatorhalterung. Platzieren Sie es unter dem Rahmen hinter der Halterung, um die Vorderseite der Maschine zu stützen. Als nächstes befestigen Sie den vorderen Stabilisator. Schieben Sie den Stabilisator langsam unter den Rahmen, hinter die untere vordere Halterung. Befestigen Sie den Stabilisator mit der mitgelieferten Hardware. Führen Sie die Hardware durch die unteren Löcher am Stabilisator ein. Ziehen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten 6 mm Inbusschlüssel vollständig fest. Stellen Sie sicher, dass die Hardware vollständig festgezogen ist, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Schritt 1b. Es wird empfohlen, dass Ihnen jemand bei diesem Schritt hilft. Entfernen Sie zunächst das Verpackungsmaterial, P2, von der hinteren Stabilisatorhalterung. Platzieren Sie es unter dem Rahmen vor der Halterung, um die Rückseite der Maschine abzustützen. Als nächstes befestigen Sie den hinteren Stabilisator. Um den Stabilisator anzubringen, schwenken Sie zuerst den hinteren Stabilisator auf die Befestigungspfosten in der Halterung und schieben Sie ihn dann nach vorne in Position. Befestigen Sie den Stabilisator mit der mitgelieferten Hardware. Führen Sie die Hardware durch die unteren Löcher am Stabilisator ein. Ziehen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten 6 mm Inbusschlüssel vollständig fest. Stellen Sie sicher, dass die Hardware vollständig festgezogen ist, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Schritt 2. Beginnen Sie mit der Anbringung des rechten Pedals.
Bitte achten Sie darauf, die Pedale auf der richtigen Seite des Fahrrads zu befestigen. Die Orientierung basiert auf einer sitzenden Position auf dem Fahrrad, das linke Pedal hat ein L, das rechte Pedal ein R. Starten Sie das Pedal von Hand. Wenn Sie einen Widerstand spüren und sich das Pedal nicht reibungslos in den Kurbelarm drehen lässt, stellen Sie sicher, dass die Gewinde richtig ausgerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass das Pedal direkt in den Kurbelarm übergeht. Wenn das Pedal nicht mit der Öffnung übereinstimmt, entfernen Sie das Pedal und beginnen Sie erneut. Nachdem Sie das Pedal mit mehreren Handumdrehungen in den Kurbelarm eingeführt haben, ziehen Sie es mit dem 15 mm Schraubenschlüssel vollständig fest. Vergewissern Sie sich mit dem Schraubenschlüssel, dass das Pedal vollständig festgezogen ist. Wiederholen Sie diese Schritte für das linke Pedal. Bitte beachten Sie, das linke Pedal hat ein umgekehrtes Gewinde. Achten Sie darauf, die Pedale auf der richtigen Seite des Fahrrads anzubringen. Die Orientierung basiert auf einer sitzenden Position auf dem Fahrrad. Das linke Pedal hat ein L, das rechte Pedal ein R. Die Pedale müssen von Hand direkt in die Kurbelarme eingebaut werden, da sich sonst die Gewinde lösen könnten, mit denen die Pedale befestigt sind. Nachdem Sie das Pedal mit mehreren Handumdrehungen in den Kurbelarm eingeführt haben, ziehen Sie es mit dem 15 mm Schraubenschlüssel vollständig fest. Wenn das Gewinde durch unsachgemäße Installation abreißt, können sich die Pedale während des Gebrauchs vom Fahrrad lösen und oder brechen, was zu schweren Verletzungen des Benutzers führen kann. Schritt 3. Für eine einfachere Installation des Sattels kann es hilfreich sein, die Höhe der Sattelstütze anzupassen. Lösen Sie zum Einstellen den Knopf und ziehen Sie, um den Pop-Pin zu lösen, während Sie den Pfosten abstützen, um zu verhindern, dass er herunterfällt. Bewegen Sie die Sattelstütze in die gewünschte Position. Heben Sie die Sattelstütze nicht über die Stoppmarkierung an der Sattelstütze an. Lassen Sie den Einstellknopf los, um den Pop-Pin im gewünschten Loch in der Sattelstütze zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass der Stift vollständig eingerastet ist, und ziehen Sie dann den Einstellknopf vollständig fest. Als nächstes befestigen Sie den Sitz. Schieben Sie die Sitzbaugruppe langsam und setzen Sie sie auf die Sattelstützenschiene. Installieren Sie unter der Pfostenschiene den Sitzschiebeeinstellgriff und die breite Unterlegscheibe. Ziehen Sie den Einstellgriff vollständig fest. Der Griff sollte mit dem Sitzschieber ausgerichtet sein. Um den Sitz einzustellen, oder, wenn sich der Griff aufgrund eines Konflikts mit einem anderen Teil nicht drehen lässt, ziehen Sie den Griff nach unten, drehen Sie ihn, um ihn neu zu positionieren. Passen Sie es nach Bedarf an. Stellen Sie sicher, dass die Sitzbaugruppe vollständig angebracht ist. Schritt 4. Befestigen Sie den Einstellknopf der Lenkerstütze im Rahmen. Ziehen Sie den Einstellknopf der Lenkerstütze in der Halterung im Rahmen fest. Für eine einfachere Installation der Lenkerschiene kann es hilfreich sein, die Höhe des Lenkerpfostens anzupassen. Schneiden oder quetschen Sie das Kabel nicht. Heben Sie die Lenkerstütze nicht über die Stoppmarkierung an der Lenkerstütze an. Lösen Sie zum Einstellen den Knopf und ziehen Sie, um den Pop-Pin zu lösen, während Sie den Pfosten abstützen, um zu verhindern, dass er herunterfällt. Bewegen Sie den Lenkerpfosten in die gewünschte Position. Lassen Sie den Einstellknopf los, um den Pop-Pin im gewünschten Loch im Lenkerpfosten zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass der Stift vollständig eingerastet ist, und ziehen Sie dann den Einstellknopf vollständig fest. Befestigen Sie als nächstes die Lenkerschiene an der oberen Platte des Lenkerpfostens. Sichern Sie die Schiene mit der mitgelieferten Hardware. Richten Sie die Schiene am Lenkerpfosten aus und ziehen Sie die Schrauben fest an. Ziehen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten 4 mm Inbusschlüssel vollständig an. Schritt 5. Anbringen der Lenkerbaugruppe an der Rahmenbaugruppe. Setzen Sie die Lenkerbaugruppe auf die Lenkerschiene und installieren Sie den Lenkereinstellgriff und die breite Unterlegscheibe. Ziehen Sie den Griff vollständig fest. Der Griff sollte mit dem Lenkerschieber ausgerichtet sein. Bitte beachten Sie, wenn sich der Griff aufgrund eines Konflikts mit einem anderen Teil nicht drehen lässt, ziehen Sie den Griff nach unten, drehen Sie ihn, um ihn neu zu positionieren, und schieben Sie ihn wieder hinein. Passen Sie es nach Bedarf an. Stellen Sie sicher, dass die Lenkerbaugruppe vollständig angebracht ist. Schritt 6. Installieren der Konsole an der Rahmenbaugruppe. Führen Sie zunächst das Datenkabel 7A durch die Öffnung 3A zum Anschluss 1A an der Konsole, bevor Sie die Konsole auf die Montageplatte schieben. Ziehen Sie bei Bedarf vorsichtig mehr Kabelspielraum aus der Lenkerstütze heraus. Schließen Sie das Kabel an und schieben Sie die Konsole langsam an ihren Platz.
Stellen Sie sicher, dass die breite Lasche 1b an der Konsole in die Montageplatte 3b eingreift. Ziehen Sie die Konsole vorsichtig nach oben, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt. Schneiden oder quetschen Sie das Kabel nicht, um das Kabel bei Bedarf nicht im Weg zu halten. Befestigen Sie es mit einem Klettband am Lenkerrohr. Stellen Sie sicher, dass für die Lenkerverstellung genügend Spielraum vorhanden ist. Schritt 7. Anbringen des Medienregals an der Rahmenbaugruppe. Die Hardware ist vorinstalliert und nicht im Hardware-Bag enthalten. Bevor Sie das Medienreg anbringen, entfernen Sie die Hardware und legen Sie sie vorerst beiseite. Setzen Sie dann das Medienständerrohr in das Lenkerrohr ein. Kippen Sie beim Ausrichten der Löcher das Medienregal leicht nach oben, um sicherzustellen, dass die Außenfläche des Rohrs bündig mit der Innenfläche des Lenkerrohrs abschließt. Befestigen Sie anschließend das Medienreg mit der zuvor entfernten Hardware. Ziehen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten 4mm Inbus-Schlüssel vollständig an. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben das Medienreg sicher halten. Schritt 8. Anbringen des Wasserflaschenhalters. Der Wasserflaschenhalter wird wie abgebildet an der Innenseite des Fahrradrahmens befestigt. Die Hardware ist vorinstalliert und nicht in der Hardware-Tasche. Entfernen Sie die Hardware, bevor Sie den Wasserflaschenhalter anbringen. Schieben Sie den Wasserflaschenhalter an seinen Platz und ziehen Sie die Hardware mit dem mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher vollständig fest. Schritt 9. Anpassen der Nivellier. An jedem Ende der Stabilisatoren befinden sich Nivellier. Lösen Sie die Sicherungsmutter, Teil L. Drehen Sie die Nivellierung, um die Höhe anzupassen. Stellen Sie die hinteren Nivellier ein, bis die Maschine waagerecht steht. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern fest. Stellen Sie dann die vorderen Nivellier so ein, dass sie den Boden berühren, und ziehen Sie die Sicherungsmuttern fest. Stellen Sie sicher, dass die Maschine waagerecht steht. Stellen Sie die Nivellier nicht zu hoch ein, dass sie sich von der Maschine lösen oder abschrauben. Es kann zu Verletzungen oder Schäden an der Maschine kommen. Passen Sie die Nivellier nach Bedarf an. Schritt 10. Anschließen des Netzteils an die Rahmenbaugruppe. Stellen Sie sicher, dass Sie den für Ihre Region geeigneten AC-Adapterstecker verwenden. Drücken Sie den Adapter langsam hinein und schließen Sie ihn an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in den Stromeingang der Maschine gesteckt ist. Halten Sie das Netzteil von beweglichen Teilen fern und sichern Sie das Kabel in der Kabelführung 7b am Rahmen. Führen Sie vor der Verwendung Ihrer Maschine eine Endkontrolle durch. Überprüfen Sie Ihre Maschine, um sicherzustellen, dass alle Befestigungsteile fest sitzen und die Komponenten ordnungsgemäß zusammengebaut sind. Stellen Sie sicher, dass die Pedale vollständig festgezogen sind. Tragen Sie unbedingt die Seriennummer an das dafür vorgesehene Feld vorne in der Montageanleitung ein. Entfernen Sie vorsichtig die schützende Plastikfolie vom Bildschirm und der Tastatur der Konsole. Aufgrund statischer Elektrizität können Geisterbilder auf dem Bildschirm erscheinen, die jedoch nach einigen Minuten verschwinden. Glückwunsch! Die Montage des IC-Bike SE, SRI, ist nun abgeschlossen. Benutzen oder nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, bevor die Maschine vollständig zusammengebaut und gemäß der Bedienungsanleitung auf korrekte Leistung überprüft wurde. Nach Ihren ersten Trainingseinheiten müssen einige Hardware erneut festgezogen werden. Um einen leisen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, achten Sie darauf, die angegebene Hardware nach 3 Trainingseinheiten festzuziehen. Informationen zu empfohlenen zukünftigen Wartungsintervallen finden Sie im Abschnitt Wartung des Montagehandbuchs. Informationen zu Trainingseinheiten, Fehlerbehebung und anderen Programmfunktionen finden Sie im Montagehandbuch. Viel Spaß mit Ihrem neuen IC-Bike SE, SRI. Präsentiert von Bowflex.